Moin Leute und willkommen bei Rollefix. Heute geht es auf eine kleine Tour mit einem 125 Kubik Roller. Der Koffer ist beladen, Frau ist auch am Start. Kommen gleich hier hin. Es geht für uns von Dortmund nach Oberursel. Da sind jetzt ohne Autobahn 4:22. Ich denke, wir werden ein, zwei kleine Pause machen. Startzeit geplante war 11 Uhr ungefähr. Wir haben jetzt 13:05, also bisher läuft alles nach Plan. Wer die Vorbereitung auf die Tour verpasst hat, das Video verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Ja, fahren wir mal los, oder? Los geht's. So, Zeit für den ersten Tankstopp. Wir sind losgefahren, da hatten wir 65 Kilometer auf dem Tacho schon seit dem letzten Tanken und hier hat ein Balken gefehlt. Das heißt, wir haben jetzt fast 100 Kilometer 2 Balken verbraucht. Das ist ein Verbrauch von ungefähr 2,5 Liter pro 100 Kilometer. Ja, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Wenn man bedenkt, dass wir viel bergauf gefahren sind und der Roller sich echt abgemüht hat, mit 60 km/h den Berg hochzukommen, ist es ein guter Verbrauch. Also wir sind um 13:05 Uhr losgefahren. Jetzt haben wir 15:41 und sind ja fast auf dem halben Wege. Hier auf an einer Tankstelle nahe Wiel und machen hier eine kleine Pause, bisschen was snacken. Wie war das Erlebnis bisher als Sozius? Überraschend gut. Habe erwartet, dass mir schon jetzt alles wehtun würde. Ist aber nicht so. Ich denke, das längste am Stück, das wir gefahren haben zusammen, war ungefähr 1 Stunde. Jetzt sind das wie viel? 2,5? 13:05 sind wir losgefahren. Jetzt ist 15:43. Also 2:40 ungefähr. Ja. So. Jetzt fühlt sich noch gut an. Bin gespannt, wie die nächsten 2 Stunden gehen.
aber Wetter ist schön und die Landschaften waren auch schön. Ja. Also, wer die Videos davor verpasst hat, als Sozius hat man hier auf dem Roller recht viel Platz. Die Fußrasten sind jetzt nicht die besten, recht schmal, aber für 125 Kubik in Ordnung. Und hier mit Rückenlehne. Jetzt wird erstmal gegessen. So, und hier wird natürlich mit der Natur geteilt. Sie sucht sich noch das beste Stückchen aus. Eins muss ich noch erzählen. Man wird ja begegnet Motorradfahrern, die einen grüßen einen, die anderen nicht. Ist ja auch kein Problem. Fährt ungefähr 50 Meter vor uns Motorradfahrer und uns entgegen kommt ein anderer Motorradfahrer. Die begegnen sich. Der Motorradfahrer, der uns entgegenkommt, der hat erstmal beide Hände auf dem Lenker. Wo die sich begegnen, grüßt er den Motorradfahrer, lässt die Hand aber noch einmal kurz unten auf dem Oberschenkel, weil mich kann man ja auch grüßen. Dann begegnen wir uns. Der will gerade grüßen, dann sieht er, dass wir auf dem Roller fahren. Der drückt die Hand so fest an den Oberschenkel, so, oh mein Gott, beinahe hätte ich einen Rollerfahrer gegrüßt. Ekelhaft. Die Reifen und hoffentlich die Bremsflüssigkeit sind ein bisschen abgekühlt. Jetzt kommt einmal kurz der Reifencheck. Das ist ja auf dem Motorrad so oder halt ist gut. Das ist der Vorderreifen. Wo man einen Gang einlegen kann, zum Beispiel beim Auto und beim Motorrad, ist es so, wenn man bergab fährt, kann man den Motor die Arbeit machen lassen und der Motor bremst den Roller dann ab, beziehungsweise das Fahrzeug dann ab. Auf dem Roller kann man ja keinen Gang einlegen, das heißt, wenn man bergab rollt, dann rollt man und man muss, ja, ist gut, und dann muss man halt mit der Bremse bremsen. Die Bremsflüssigkeit erhitzt sich und nach 2,5 Stunden merkt man schon, dass die Bremswirkung nicht mehr so ist, wie sie sein soll. So, weiter geht's.
So, jetzt haben wir hier knapp eine Stunde vor dem Ziel angehalten. Hier warten Leute auf etwas. Sie sagen auf einen historischen Zug. Da warten wir doch gerne mit. So, solange wir warten, will ich mal schauen, wo wir sind. Ahausen. Weilburg, ja. Ich weiß nicht, was interessanter ist. Die Leute, die auf den Zug fahren oder der Zug, der gleich kommt. Ich habe schon befürchtet, wenn das ein Schnellzug ist, da stehen diese Leute mit, also ganz nah an den Gleisen, dass sie nicht umgepustet werden. Aber ich denke, da besteht keine Gefahr. Wer Ahnung hat, was das jetzt für ein historischer Zug war, kommentiert das bitte gerne in den Kommentaren. Wir sind endlich im Hotel angekommen. Freude ist da. Es ist jetzt 19:32 Uhr. Als wir die Tour geplant haben, hieß es, wir haben nachgeschaut, wie lange wir fahren sollen. Es sollte ohne Autobahn 3 Stunden und 40 Minuten dauern. Als wir heute losfahren wollten, hieß es schon 4 Stunden 20. Ich weiß nicht, ob zwischendurch irgendeine Baustelle dazu gekommen ist. Im Endeffekt sind wir um 13:05 Uhr losgefahren. Mit kleinen Pausen um 19:33 Uhr angekommen. Ich sag mal so, Pausen zusammengerechnet waren vielleicht 1 Stunde. Das heißt, reine Fahrzeit war 5 Stunden, 5,5 Stunden ungefähr. Ich würde sagen, es liegt teilweise daran, dass man zu zweit auf einem 125er nicht mal die erlaubte Höchstgeschwindigkeit halten konnte. Teilweise gab es Strecken, Landstraße mit 100 km/h. Bergauf sind wir da gerade mal mit 50, 60 hochgekrabbelt. Das schnellste, was wir gefahren sind, waren 80. Das waren aber tatsächlich Strecken, wo man bergab fährt. So, und jetzt der Roller war überhaupt nicht überladen. Jetzt gehen wir erstmal einchecken und dann geht es zu dem Ziel, weswegen wir hierhin gefahren sind. So, das war jetzt das Alt-Oberursula Brauhaus. Ich habe da nicht mehr gefilmt, weil ich nicht weiß, wie YouTube damit umgeht, wenn man isotonische Getränke postet. Wir kommen aber jährlich hierhin einmal zu diesem Brauhaus. Und jetzt geht es erstmal 33 Kilometer weiter nach Idstein. Wir waren da noch nie. Soll 40 Minuten knapp dauern. Soll aber eine schöne Altstadt sein.
So, was verbraucht man, wenn man zu zweit fährt? Wir haben voll getankt, danach habe ich den Zähler genullt. Jetzt zeigt er wieder Tanken an. Und wir sind insgesamt 214 Kilometer gefahren. Also ich denke, 10 Kilometer würde er damit noch schaffen. Ich will es aber nicht riskieren. Hier keine Balken mehr und Tankanzeige. Aber hier zu zweit. Okay, ich konnte das leider gerade nicht filmen, weil ich mit dem Handy bezahlt habe und es hat sich direkt genullt. Ich habe aber 5,5 Liter nachgetankt. Der Tank fasst eigentlich 7,5, das heißt irgendwo da drin waren noch 2 Liter. Erstaunlich. Aber okay, also für 5,5 Liter, mit 5,5 Litern sind wir halt etwas über 200 Kilometer gefahren. Das heißt ungefähr 2,5 Liter Verbrauch auf 100 Kilometer.